Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht vertieft. Heute mit einem Newsbeitrag aus dem Zivilrecht, genau genommen zum BGB-AT und dem Mietrecht. In seinem Urteil vom 7. Juli 2022 beschäftigte sich das Landgericht Lübeck mit einem Anspruch auf Mietzins und der Frage, ob dies trotz erklärter Anfechtung wegen arglistiger Täuschung, Rücktritt, außerordentlicher und ordentlicher Kündigung und Minderung bestand. Dabei ging es auch um die Frage, welchen Einfluss es hat, dass der Mieter vor Vertragsschluss die Mietsache nicht besichtigte. Was war passiert? Am 24.07.2019 schlossen die M und die V einen Mietvertrag über eine möblierte Eigentumswohnung. Mietbeginn sollte der 1. September 2019 sein. Hierbei wurde ein monatlicher Mietzins von 900 Euro und eine Kaution von 1.500 Euro beschlossen. Wirksam wurde das Recht zur ordentlichen Kündigung im ersten Vertragsjahr wechselseitig ausgeschlossen. Das heißt, im ersten Jahr kann keine der Parteien ordentlich kündigen. Am 26. August 2019 wurde die Wohnung übergeben, bzw. die M bekam die Schlüssel. Doch bereits am 10. September 2019 erklärte sie den Rücktritt vom Mietvertrag, hilfsweise die sofortige Kündigung und die ordentliche Kündigung sowie die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. M begründete das mit dem Zustand der Wohnung und des ebenfalls gemieteten Mobiliars wie dreckige Steckdosen, abgewohntes Mobiliar, insbesondere eine Couch, dessen beschädigten Stellen die V durch Kissen und Decken dekoriert hatte. Vor dem Amtsgericht Lübeck forderte die V die Zahlung der ausstehenden Mietschulden zuzüglich Zinsen. M erhob Widerklage, gerichtet auf die Rückzahlung der bisher bezahlten Monatsmiete und der Kaution und bekam am Ende Recht. In ihrer Berufung vor dem Landgericht Lübeck rügte V, dass das Amtsgericht Lübeck eine arglistige Täuschung angenommen hat. Wie das Landgericht Lübeck entschied, wollen wir uns im Folgenden anschauen. Die Frage ist somit, ob V einen Anspruch auf Zahlung des Mietzinses hat. Dieser kann sich aus § 535 Absatz 2 BGB ergeben. Es ist zunächst erforderlich, dass ein Anspruch entstanden ist, nicht erloschen ist und durchsetzbar ist. Hierfür ist zunächst erforderlich, dass eine Einigung zwischen M und V nach § 145 folgende BGB vorliegt und diese Einigung wirksam ist. Beides ist nach dem Sachverhalt der Fall. Zudem muss der Mietzins nach § 556b Absatz 1 Satz 1 BGB fällig sein. Monatszinsen sind bis zum 3. Werktag eines Monats im Voraus zu zahlen und da M nur die erste Rate bezahlt hat, ist dies mittlerweile für alle folgenden der Fall. Ein Anspruch ist somit entstanden, er könnte jedoch auf zahlreiche Art und Weisen erloschen sein. Zum einen rückwirkend durch die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nach dem § 123 Absatz 1 Alternative 1 BGB, dem Rücktritt insbesondere nach den § 323, 324, 326 Absatz 5 BGB, der außerordentlichen Kündigung nach § 543 BGB, der ordentlichen Kündigung nach § 542 BGB und zuletzt wäre angesichts der geltend gemachten Mängel auch an eine Minderung nach § 536 BGB zu denken. Dies ist insofern wichtig, weil die Minderung nicht explizit vom Mieter geltend gemacht werden muss, sondern gesetzlich eintritt. Das bedeutet, im Sachverhalt steht möglicherweise kein einziges Wort zur Minderung, obwohl sich hier ein Schwerpunkt befinden kann. So ist es auch in unserem Fall, wobei allgemein der Schwerpunkt im Rahmen der Prüfung ist, ob der Anspruch erloschen ist. Ich fahre im Rahmen dieses Überblicks erstmal fort, und zwar mit potenziellen Problemen bei der Durchsetzung des Anspruchs.
Diese können in der Verjährung der Ansprüche nach § 214 Absatz 1 BGB liegen. Es kann jedoch auch die Einrede des nicht erfüllten Vertrages nach § 320 BGB erhoben worden sein oder ein allgemeines Zurückbehaltungsrecht nach § 273 Absatz 1 BGB bestehen. Vorliegend bestehen hierfür jedoch keine Ansatzpunkte, sodass wir uns im Folgenden auf die aufgezählten Gründe konzentrieren können, nach welchen der Anspruch erloschen sein könnte. Beginnen möchte ich damit, ob der Anspruch wegen einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung nach § 123 Absatz 1 Alternative 1 BGB rückwirkend erloschen ist. Zunächst muss die Anfechtung zulässig sein. Dies ist grundsätzlich nicht der Fall, wenn vorrangige gesetzliche Regelungen wie beispielsweise aus dem Kaufrecht vorgehen und diese durch die Anwendung der Regelungen zur Anfechtung unterlaufen werden würden. Ein Beispiel hierzu: Der gekaufte Gegenstand erfüllt nicht die vertraglich vereinbarten Eigenschaften, sodass ein Mangel vorliegt. Hierin kann aber auch ein Irrtum liegen, der zur Anfechtung berechtigen kann. Wäre die Anfechtung trotzdem zulässig, könnte der Käufer das gesamte Mängelrecht des Kaufrechts unterlaufen, insbesondere das Recht des Verkäufers zur zweiten Andienung. Daher wäre hier die Anfechtung nicht zulässig, vorliegend nicht der Fall. Umstritten, hier aber auch nicht relevant, ist die Frage, ob ein bereits nichtiges Geschäft angefochten werden kann. Ist die Anfechtung zulässig, erfordert sie einen Anfechtungsgrund. Dieser kann vorliegend nur in einer arglistigen Täuschung nach § 123 Absatz 1 Alternative 1 BGB liegen. Diese erfordert zunächst eine Täuschung durch Unterlassen oder aktive Täuschungshandlungen, dann Arglist und zuletzt muss eine Kausalität zwischen der Täuschung, dem Irrtum und der Abgabe der angefochtenen Willenserklärung bestehen. Beginnend mit der Täuschung durch Unterlassung müssen wir uns zunächst fragen, was erforderlich ist, um dies zu begründen, denn nicht jede Information, die eine Partei des Rechtsgeschäfts nicht angibt, darf bereits eine Täuschung durch Unterlassen begründen, sodass zum Beispiel ein Supermarkt, der nicht über niedrigere Preise der Butter oder eines anderen Produkts eines Discounters informiert, nicht durch Unterlassen täuscht. Ganz im Gegenteil. Das Verschweigen von Tatsachen stellt nur dann eine Täuschung dar, wenn hinsichtlich der verschwiegenen Tatsachen eine Aufklärungspflicht besteht. Rechtsgrundlage für diese Pflicht ist § 242 BGB. Entscheidend ist, ob der andere Teil nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrsanschauung redlicherweise Aufklärung erwarten durfte. Grundsätzlich ist es Sache der Partei, ihre Interessen selbst wahrzunehmen. Es besteht daher keine allgemeine Pflicht, alle Umstände zu offenbaren, die für die Entschließung des anderen Teils von Bedeutung sein können. Ungünstige Eigenschaften des Vertragsgegenstands brauchen grundsätzlich nicht ungefragt offengelegt zu werden. Denken wir zurück an die Situation vor dem Vertragsschluss und überlegen wir, wodurch die V durch Unterlassen getäuscht haben könnte, kommt nur in Betracht, dass sie Angaben im Inserat bzw. bei der Anbahnung des Mietvertrags nicht angegeben hat. Hier kommt zum einen der Zustand der beschädigten Couch, dessen Beschädigungen sie mit Kissen und Decken bedeckt hat, und der allgemeine Zustand der Wohnung in Betracht. Zur Couch führt das Landgericht Lübeck aus: Im Hinblick auf die streitgegenständliche Couch liegt eine arglistige Täuschung nicht vor, denn eine Aufklärungspflicht der Klägerin, also V, bestand insoweit nicht. Ohne jegliche Nachfragen oder anderweitige Interessenbekundungen der Beklagten, also die M, an den Zustand der Couch ohne Kissen und Decken muss die Klägerin nicht ungefragt hierüber Auskunft erteilen. Nachfragen an die Klägerin oder anderweitige Interessensbekundungen an den Zustand der Couch ohne Decken und Kissen vor Übergabe der Wohnung hat die Beklagte weder dargelegt, noch sind diese ersichtlich. Zum Zustand der Wohnung stellt das Landgericht Lübeck fest: Im Hinblick auf die übrigen gerügten Mängel gilt, dass diese hinreichend offensichtlich bzw. bei einer normalen Wohnungsbesichtigung leicht erkennbar gewesen wären. Doch genau diese hat M niemals durchgeführt.
Sie hatte zwar die Möglichkeit, nämlich genau zwei Möglichkeiten, die Wohnung zu besichtigen, hat diese aber nicht genutzt. Hierzu führt das Landgericht Lübeck aus: Unterlässt ein Mieter vor Anmietung einer Wohnung deren Besichtigung, obwohl hierzu Gelegenheit bestanden hätte, so fällt dies grundsätzlich in den Risikobereich des Mieters. Somit verneint das Landgericht eine Täuschung durch Unterlassen und fährt mit einer Täuschung durch aktive Handlung fort. Eine Täuschung kann zum einen in dem von der Mieterin aufgegebenen Inserat liegen. Das Inserat zeigt die Wohnung im Wesentlichen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend. Dass die Wohnung in einem gepflegteren als dem tatsächlichen Zustand erscheint, folgt schon zwangsläufig aus der Art der Aufnahmen. Es ist für jedermann offensichtlich, dass gerade keine Details hinsichtlich des konkreten Zustands der einzelnen Einrichtungsgegenstände abgebildet werden. Es wird durch das Inserat noch nicht einmal der Versuch einer unrichtigen Abbildung des Zustands unternommen, indem zum Beispiel nur Nahaufnahmen von besonders gepflegten Einrichtungsgegenständen gezeigt, Abbildungen von abgewohnten Bereichen jedoch nicht wiedergegeben werden. Das Inserat dient für jedermann ersichtlich nur dazu, einen ersten Eindruck von der Wohnung und ihrer Aufteilung zu geben. Dies könnte man anders sehen und zum Beispiel behaupten bzw. diskutieren, dass offensichtliche Mängel am Produkt bzw. hier der Mietwohnung hervorgehoben dargestellt werden müssen, wie dies für gewöhnlich bei vielen Inseraten im Internet der Fall ist. Oft hat der Kunde des Online-Verkäufers keine Möglichkeit, den Kaufgegenstand, zum Beispiel gebrauchte Klamotten oder technische Geräte, auf beispielsweise Löcher, Risse oder Kratzer zu untersuchen und ist daher auf eine Angabe des Verkäufers angewiesen. Zu beachten ist aber, dass im Unterschied zu den gerade angesprochenen Beispielen direkt der Vertrag geschlossen wird und nicht, wie das Landgericht auch schreibt, nur ein erster Eindruck vermittelt werden soll. Eine Täuschung könnte aber durch das Verdecken der Schäden am Sofa liegen. Eine aktive Täuschung im Sinne des § 123 BGB liegt nach Ansicht des Landgerichts Lübeck auch nicht darin, dass die Klägerin die Couch mit den beschädigten Stellen durch Kissen und Decken dekoriert hatte. Wie bereits ausgeführt, setzt § 123 BGB voraus, dass die Beklagte durch eine bestimmte Handlung nicht nur getäuscht, sondern auch zu der Abgabe einer Willenserklärung bestimmt worden ist. Die Beklagte hatte zweimal die Gelegenheit, die Wohnung genauer zu besichtigen, bevor sie den Mietvertrag unterschrieb. Eine gründliche Besichtigung hat sie aber vor Unterzeichnung nicht vorgenommen. Dies zeigt, dass sie dem konkreten Zustand der Wohnung jedenfalls in diesem Zeitpunkt keine besondere Bedeutung beimaß. Derjenige, dem etwas egal ist, kann hierüber auch nicht getäuscht werden. Im Ergebnis verneint das Landgericht Lübeck somit auch eine Täuschung durch aktive Täuschungshandlung und somit insgesamt eine Täuschung, sodass es nicht zur sonst erforderlichen, hier jedoch gegebenen Anfechtungserklärung nach § 143 BGB und der Anfechtungsfrist nach § 124 BGB kommt. Stattdessen fährt das Landgericht fort mit dem Rücktritt vom Mietvertrag. Ein Rücktrittsrecht kann sich auf zwei Wege ergeben, vertraglich oder gesetzlich. Ein vertragliches Rücktrittsrecht liegt nicht vor, da keines vereinbart worden ist, sodass nur ein gesetzliches Rücktrittsrecht in Betracht kommt. Hierbei muss aber bedacht werden, dass ein Rücktrittsrecht nach zum Beispiel den Paragraphen 323, 324, 326 Absatz 5 BGB nach Annahme der Mietsache ausgeschlossen ist. Vorliegend wurde die Mietsache am 26.08.2019 übergeben und somit vor der Erklärung eines Rücktritts. Ein gesetzliches Rücktrittsrecht bestand deswegen nicht mehr. Nach der Annahme der Mietsache wird das Rücktrittsrecht durch die Möglichkeit der außerordentlichen und ordentlichen Kündigung ersetzt. Beide macht M geltend. Nach Ansicht des Landgerichts Lübeck begründet jedoch allein ein Mangel an der Mietsache keine fristlose Kündigung. Das Mängelrecht hat Vorrang. Nur weil ein Mangel vorliegt, berechtigt dies den Mieter nicht zur fristlosen Kündigung. Eine ordentliche Kündigung dahingegen ist möglich, aufgrund des vertraglichen Verzichts für das erste Jahr frühestens
jedoch zum 31. August 2020. Daher sind nur noch die Mietforderungen vom 1. September 2019 bis zum 31. August 2020 begründet. Zuletzt ist noch an eine Minderung nach § 536 BGB zu denken. Diese kann in 4 Schritten geprüft werden. Zunächst ist ein wirksamer Mietvertrag erforderlich, hier problemlos gegeben. Dann muss ein Mangel nach § 536 BGB vorliegen, was vorliegt, wenn die Ist-Beschaffenheit negativ von der Soll-Beschaffenheit abweicht. Das Landgericht prüft die Minderung etwas anders, nämlich in etwas abgewandelter Form und lässt die Frage, ob ein Mangel vorliegt, zunächst offen. Es fährt fort mit dem 4. Punkt dieses Schemas und damit mit der Frage, ob die Minderung ausgeschlossen ist. Dies kann zum einen vertraglich geschehen, wobei hier die § 536 Absatz 4 BGB und § 536d BGB betrachtet werden müssen. Nach § 536 Absatz 4 BGB ist der Ausschluss der Minderung bei Mietverträgen über Wohnraum ausgeschlossen und nach § 536d BGB, wenn der Vermieter den Mangel arglistig verschwiegen hat, wie vorhin gesehen ebenfalls nicht einschlägig. Es könnte jedoch ein gesetzlicher Ausschluss vorliegen. Ein solcher ist einerseits gegeben, wenn der Mieter trotz Kenntnis des Mangels die Mietsache annimmt bzw. hierbei den Mangel nicht rügt. Und diese Norm ist hier weitaus wichtiger, als man auf den ersten Blick annehmen könnte. Werfen wir einen Blick auf § 536b BGB, stellen wir fest, dass dieser nicht nur die positive Kenntnis erfasst, sondern in Satz 2 auch genügen lässt, dass ihm, also dem Mieter, der Mangel infolge grober Fahrlässigkeit unbekannt geblieben ist, zumindest solange der Vermieter den Mangel nicht arglistig verschweigt. Dies sollte man sich unterstreichen, zumindest wenn das zulässig ist. Dazu führt das Landgericht aus, da die Beklagte, also die Mieterin, die Wohnung vor Unterzeichnung des Mietvertrags nicht besichtigt hat, ist ihr im Hinblick auf die nun von ihr geltend gemachten Mängel grob fahrlässige Unkenntnis im Sinne des § 536b BGB zu attestieren. Grobe Fahrlässigkeit liegt nämlich vor, wenn dasjenige unbeachtet gelassen wird, was jedem hätte einleuchten müssen oder bei einer Besichtigung ohne weiteres auffällt. Wie bereits ausgeführt, hätte die Beklagte die Wohnung besichtigen können. Im Rahmen einer solchen Besichtigung wären ihr die nun gerügten Mängel auch aufgefallen, denn diese waren allesamt leicht ersichtlich. Etwas anderes gilt jedoch für die Couch, denn die Mängel an dieser hat die Vermieterin mit Kissen und Decken bedeckt. Deswegen scheitert hier ein Ausschluss nach § 536b Satz 2 BGB, sodass wir für die Couch mit der Prüfung der Minderung fortfahren, bzw. zu dieser zurückkehren können. Davor noch ein kurzer Blick darauf, wann noch die Minderung ausgeschlossen ist. Nach § 536c BGB ist dies der Fall, wenn der Mieter die Mängelanzeige unterlässt. Hier nicht einschlägig, weil dies zunächst die Übergabe der Wohnung voraussetzt. Aber das ist auch ein Klausurklassiker. Unstreitig liegt bei der beschädigten Couch ein Mangel vor, sodass Schritt 2 der Prüfung der Minderung ebenfalls erfüllt ist. Und dieser Mangel liegt auch zum maßgeblichen Zeitpunkt, nämlich bei der Gebrauchsüberlassung vor. Im Ergebnis wurde die Miete der M somit gemindert. Die Hauptfrage ist jetzt natürlich, wie viel. Bevor wir einen Blick ins Urteil werfen, vielleicht mal die Frage an dich. Wie weit hättest du die Miete wegen diesem Mangel gemindert? Schreib deine Antwort in die Kommentare, gleich gibt es die Auflösung. Im Ergebnis scheitert nach Ansicht des Landgerichts Lübeck eine Minderung, weil der Minderungswert mit 0 Euro anzusetzen wäre. Es begründet dies folgendermaßen: Die absolute Höhe der Mietminderung ist aufgrund der Umstände des Einzelfalls zu bemessen. Sie hängt insbesondere von der Schwere des Mangels sowie dem Grad und die Dauer der Minderung der Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch ab. Ist der Mangel so erheblich, dass der Mieter die Sache nicht oder nur im geringen Umfang nutzen kann, kommt eine völlige Mietzinsbefreiung für den Zeitraum in Betracht, in dem die Nutzbarkeit der Mietsache oder einzelner Räume praktisch aufgehoben ist.
Die Abgenutztheit der Couch stellt weder einen schwerwiegenden Mangel dar, noch beeinträchtigt dieser die Nutzbarkeit der Couch in irgendeiner Art und Weise. Die Couch ist vollständig nutzbar. Im Hinblick auf das optische Erscheinungsbild ist zum einen festzustellen, dass sich dieses in das im Übrigen vorliegende abgenutzte Gesamterscheinungsbild der Wohnung einfügt. Zum anderen ist die Couch ausweislich des Inserats in einem mit Decken und Kissen dekorierten Zustand vermietet worden und war mit diesem auch ohne Einschränkung nutzbar. Damit sind wir bereits beim Ergebnis dieser Newsfolge. Die V bekommt von M den bisher nicht bezahlten Mietzins bezahlt. Der Mietvertrag wurde am 1. September geschlossen, doch den ersten Mietzins hat M bezahlt. Bis zur ordentlichen Kündigung zum 31. August 2020 wurde jedoch keine Miete mehr bezahlt, sodass am Ende 11 Monatsmieten ausstehen. Insgesamt die stattliche Summe von 9.900 €. Hierzu kommen noch Zinsen nach den Paragraphen 288 Absatz 1, 286 Absatz 2 Nummer 1 BGB. Doch die Wiederklage der M ist teilweise erfolgreich. Sie hat zum einen einen Anspruch auf Rückzahlung der Kaution und bekommt auch hierfür Zinsen. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Möchtest du etwas nachlesen, beispielsweise eines der Zitate oder eine der vorherigen Übersichten herunterladen, findest du diese im begleitenden Artikel auf unserer Webseite www.recht-vertieft.de. Dort findest du auch weitere Videos und Artikel und kannst dich mit anderen dazu austauschen. Ich hoffe, dir hat diese Folge von Recht vertieft gefallen und ich würde mich sehr über deine Rückmeldung in Form eines Likes oder eines Kommentars freuen. Teile gerne auch diesen Blog mit deinen Freunden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Recht vertieft.